Mach ein eigenes Buch und werde zum Kundenmagnet. Du bist Sprach- oder Musiklehrer, Coach, Therapeut, Heilpraktiker und suchst nach einer besseren Möglichkeit, um Kunden zu gewinnen. Dann ist ein Buch genau das Richtige für dich. In diesem Video zeige ich dir, wie du mit einem Sachbuch, einem Workbook oder einem Low-Content-Buch Kunden gewinnst und sichtbar wirst mit deiner Expertise. Und zwar ganz automatisch mit einem eigenen Buch. Warum ein Buch ein perfekter Kundenmagnet ist. Viele Selbstständige setzen auf Social Media und auf Netzwerken, fremden Menschen Nachrichten auf LinkedIn schreiben, um damit neue Kunden zu gewinnen. Doch bringt das wirklich die erwünschte Sichtbarkeit und bringt das nachher auch die Kunden, die du dir wünschst? Gerade als empathischer Coach oder Therapeut liegt dir vielleicht so eine Art von Kundengewinnung überhaupt gar nicht. Stattdessen könntest du doch lieber ein Buch schreiben. Ein Buch arbeitet für dich, auch wenn du gerade nicht aktiv bist. Es zeigt deine Expertise, es baut Vertrauen auf und bringt dir am Ende langfristig tolle Kunden. Denn ein Buch bringt dich direkt in das Herz deiner Kunden. Es liegt direkt neben dem Nachtschrank, es liegt auf dem Sofa. Der Kunde verbringt die Zeit mit dir in seiner Freizeit. Das ist unendlich kostbar heutzutage. Jetzt zeige ich dir Schritt für Schritt einige Möglichkeiten, wie du dein eigenes Buch veröffentlichen kannst. Nummer 1. Das Sachbuch. Ein Sachbuch hilft dir, dein Wissen strukturiert weiterzugeben. Du kannst dazu einige Kapitel aufschreiben und dann legst du los. In nur 30 Seiten all deine Expertise deutlich machen mit einer ersten kleinen Lösung. Das, was deine Kunden schon immer wissen wollten über die Wechseljahre oder über die ersten Schritte eine neue Sprache lernen. 30 Seiten kriegst du immer zusammen. Das ist das, was du in einer halben Stunde jemandem erklären würdest. Wenn dir Schreiben nicht so gut liegt, dann nimmst du Audiodateien auf, sprichst es ein und lässt es von der KI, zum Beispiel ChatGPT, dann schreiben. 30 Seiten kriegst du immer zusammen. So war der Anfang von meiner Minikursmethode. Dieses Buch habe ich 2021 während der Corona-Epidemie geschrieben, während ich und meine Tochter beide Corona hatten und auf den Anruf des Gesundheitsamts gewartet haben. Ich habe die Kapitel geschrieben und das Buch in eigentlich 10 bis 12 Stunden geschrieben. Das waren die ersten 30 Seiten als E-Book. Dieses Buch habe ich dann als E-Book veröffentlicht und später als Amazon-Buch herausgegeben. Was habe ich mit diesem Buch schon an Gewinn gemacht? Denn es ist für mich mein erfolgreichstes Buch. Tantiemen auf Amazon, siehst du jetzt hier unter, und Buchungen über Digistore, denn ich habe dieses Buch auf Digistore veröffentlicht und auch auf meiner Webseite rausgegeben. Darauf liefen Werbekampagnen und ich habe weitere kleine Kurse zu dieser Nische rausgegeben. Also fast 32.000 € verdient mit nur einem Buch, was ich im Grunde das Grundgerüst in 10 bis 12 Stunden geschrieben habe. Natürlich hat auch der Buchsatz gedauert, also es ist viel länger drin als 10 Stunden. Auch auf Amazon kommt dieses Buch gut an, sodass sogar eine Kollegin versucht hat, den gleichen Titel zu veröffentlichen. 30 Seiten als erstes E-Book reichen, um dein E-Book mit den ersten Schritten zu veröffentlichen. Später ergänzt du das Ganze mit Praxisbeispielen, mit Eintragsmöglichkeiten oder einem Vorwort von einem Mentor und schon wird das Buch dann 3-mal so groß. Wichtig ist natürlich, dass du das Buch strategisch nutzt. Verweise auf weitere Blogartikel, auf deinen Podcast oder auf deinen fertigen Online-Kurs. Hast du noch keine Kurse? Dann aber schnell. Denn ich verkaufe Minikurse wie warme Semmeln. Und das solltest du auch. Denn dein Buch sollte erst der Anfang sein auf einer Reise, wo du deine Kunden lange, lange begleitest. Zum Beispiel mit dem ersten Minikurs nach der Buchung des Buches. Also gleich einen QR-Code reinpacken und auf deine Kurse verweisen. So werden dann deine Leser zu begeisterten Kunden, die auch gerne mit dir arbeiten mögen oder auch ins nächste 1:1 bei dir kommen. Ein Coaching-Paket oder ein Kurs, wo sie dich kennenlernen und deine Arbeit natürlich kennenlernen. Kommen wir zu Option 2, das Workbook. Ein Workbook kann eine perfekte Ergänzung zu deinem Coaching-Programm, zu deinem Online-Angebot, zu deinem Sprachkurs oder Musikkurs sein. Denn hier drin kann man dann alles eintragen, was man dazu braucht. Das heißt, du kannst das Workbook als perfekte Ergänzung
zu einem bisherigen Kurs anbieten. Mit Übungen, Reflexionsfragen, Tagestipps, Kalenderfunktionen, Planerfunktionen, Gewohnheiten tracken, kannst du deine Kunden aktiv einbinden. Das erhöht den Lernerfolg und sorgt dafür, dass deine Methoden angewendet werden. Umso mehr Erfolge für deine Kunden, umso mehr Aha-Effekte kannst du in einem Workbook zum Beispiel erzeugen. Dies ist ein Video, wo ich total viele Social Media und Online-Business-Tipps eingebunden habe. Zudem ist es ein zeitloser Planer. Also eine Kalenderfunktion ohne Datum plus ganz viele Tipps und 365 Beitragsideen, um das tägliche Posten zu erleichtern. Ich kann also einfach hingehen und sagen, okay, was möchte ich heute posten? Und dann sehe ich 132, die 3 Tools, die ich wirklich für mein Business brauche. Und daraus machst du jetzt heute einen Post oder ein Reel, die 3 Tools, die ich heute für mein Business brauche. Nimm das als Beispiel, um Social Media mit noch mehr Spaß zu genießen. Hey, kurzer Tipp, dir gefallen meine Videos, dann hinterlass doch bitte einen Kommentar, like und abonniere den Kanal. Umso mehr Spaß macht es hier, diesen Content zu erzeugen. Ich freue mich riesig, dass der Kanal im Moment so gut angenommen wird. Option 3, Low-Content-Bücher. Diese Bücher heißen so, weil die meisten Seiten dort drin sich immer wieder wiederholen. Also eine Art Planer, ein Logbuch, ein Journal, etwas, womit man auch wieder arbeiten kann. Ein Arbeitsbuch. Hier siehst du ein Rauhnächte-Journal meiner Kundin Anita, was sich besonders gut im Dezember verkauft hat. Hier drin gibt es für jede Rauhnacht ein spezielles Thema. Also auch wieder eine tolle Ergänzung zu deinen Kursen und zu dem, was du anbietest. Low Content ist übrigens nur die Bezeichnung dieser Kategorie. Wenig Inhalt im Sinne von, die Seiten sind oft ähnlich und sind dafür gedacht, mit dem Buch zu arbeiten. Auch einen gesamten Planer kannst du rausgeben, in dem eigentlich leere Seiten sind oder nur ein paar Vorlagen. Fülle die Seiten, indem du kurze Tipps und Beispiele nennst, wie du mit diesem Planer umgehen kannst, zum Beispiel Gewohnheiten zu tracken und so weiter. Diese Bücher haben ein einfaches Layout, aber du kannst sie füllen, indem du wieder deine Kniffe, deine Tipps und Tricks in dieses Buch reingibst, also mehr Workbook-Charakter in diesen Planer bringst. Umso überzeugender wirst du als Experte und ich bin mir sicher, dir fallen 20 Tipps ein, die du in so ein Tagebuch noch einfügen kannst, um das Buch besonders hochwertig zu machen. Du siehst also, Low-Content-Bücher haben auch unglaublich viel Mehrwert. Nächster Punkt, Buchdesign und Veröffentlichung. Ob du dein Buch selbst gestaltest oder einen Designer beauftragst, das Cover ist das Entscheidendste. Im Design würde man dazu sagen, es muss plakativ sein. Nimm dir also ruhig ein paar kräftige Farben, such dir einen markanten Titel aus und fülle es natürlich auch mit Keywörtern, die jemand recherchieren würde, wenn er ein Buch kaufen möchte. Du kannst nun einen Verlag suchen, der dein Buch veröffentlichen mag. Das dauert in der Regel bis zu einem Dreivierteljahr und auch ein Verlag wird nicht unbedingt dein Buch jetzt besser verkaufen als du selbst mit deiner eigenen Community. Ob du einige Book-on-Demand-Versuche startest oder gleich zu Amazon wechselst, denn Amazon ist der größte Anbieter von eigenen publizierten Büchern. Es gibt dir die maximale Kontrolle, was du da veröffentlichst und du bekommst auch mehr Tantiemen, als wenn dein Buch über einen Verlag zum Beispiel veröffentlicht wird. Wenn ich ein E-Book auf Amazon hochlade, ist es meist schon in wenigen Stunden online sichtbar und du kannst es sofort verkaufen. Also, worauf wartest du noch? Mehr Blogs über Low-Content-Bücher und Bücher verkaufen findest du hier in meiner Playlist Low-Content-Bücher. Wie verkaufe ich denn jetzt mein Buch? Der Buchlaunch, so wird dein Buch sichtbar. Ein Buch alleine zu veröffentlichen reicht nicht. Hast du deine Community schon informiert ab dem Moment, wo du heute anfängst zu schreiben oder das Buch schon seit 2 Jahren in der Schublade hast, dann könntest du heute einen Post machen. Ich habe mich heute entschlossen, mein gut gehütetes Geheimnis zu veröffentlichen, in wenigen Tagen mehr. Nimm deine Zuschauer mit auf die Reise, mach tolle Storys, warum du dieses Buch schreibst, was es in dem Buch wirklich gibt und mache so vielleicht schon sogar 30 Tage vorher einen Launch. Umso besser wirst du verkaufen. Nicht erst veröffentlichen, dann verkaufen, sondern eine Story mit dem Buch erzählen. Du kannst gratis Probeartikel machen, eine Mini-Lesung live auf Instagram und so deine Zuschauer an dich binden bis zum Moment, wo das Buch dann rauskommt. Und mit einem Buchstarttag kannst du zum Beispiel deinen Preis recht niedrig ansetzen an dem ersten Tag und sagen, hey, kauf dir heute mein Buch, dann wird es Bestseller, deswegen gebe ich dir das heute nur für 3,33 € oder was auch immer. Mach so ein Spaßpreis
Preis für den ersten Tag und dann gehst du höher und verkaufst das Buch zu einem regulären Preis, bei dem du dann auch bleibst, denn es gibt in Deutschland eine Buchpreisbindung. Hast du Glück, dann wird dein Buch an diesem Tag ein Buchbestseller. Ich habe das mit fast allen meiner Sachbücher geschafft und habe an diesem Tag besonders viele Bücher verkauft oder in den ersten 2 Tagen. Nummer 1 in einer speziellen Kategorie zu sein, ist ein unglaubliches Gefühl und einige der größten Bestseller auf Amazon mal an einem Tag zu überholen. Leider hält dieses Phänomen nicht unbedingt die ganze Zeit an, aber für einige Tage solltest du das auf jeden Fall schaffen, wenn du bereits eine Community aufgebaut hast und dich an meine Tipps hältst. Egal ob ein Sachbuch, ein Workbook oder ein Low-Content-Buch, ein Buch kann ein mächtiges Tool sein. Es bringt dir nicht nur Umsatz, sondern auch Kunden. Und darauf solltest du langfristig Wert legen, dass diese Bücher wirklich toll sind, toll geschrieben sind und einen Mehrwert für deine Zielgruppe sind. Hat das Buch auch noch die richtigen Rezensionen bekommen? Hat es die richtigen Keywörter und recherchiert jemand nach diesen Büchern auf Amazon? Auch das kannst du rausfinden mit Tools wie Helium 10. Dann steht deinem Erfolg als Autor oder Autorin überhaupt nichts mehr im Weg. Mehr Tipps findest du auch in meinem Kurs Low Content Studio und in meiner Playlist zu Low-Content-Büchern. Planst du dein eigenes Sachbuch? Ich überlege gerade, ob ich einen Kurs dazu nochmal rausgeben soll. Wie erstellst du ein Sachbuch? Wie erstellst du ein E-Book? Schreib bitte drunter Sachbuch und dann weiß ich Bescheid, dass auch du Interesse an so einer Anleitung hättest. Überlegst du jetzt noch, welches Thema dein Buch sein sollte? Dann schreib gerne einen Kommentar drunter und wir können gemeinsam brainstormen, was für dein thema richtig ist. Also viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Deine Jotima. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.